Ja, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video, in diesem Falle dem Auftakt zu der Videoreihe Fliegerhorst Achmer. Während meiner Recherchen, auch unter anderem über Heimatvereine, bin ich auf den Namen Martin Frauenheim gestoßen worden. Man sagte mir, ich solle doch da vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Der Mann, der könnte mir sicherlich weiterhelfen. Dem bin ich nachgekommen, habe die Telefonnummer rausgesucht und habe da ein super nettes und konstruktives Gespräch mit dem Martin geführt. Was kurzerhand dazu führte, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, seine gesammelten Werke hier für das Vorhaben zu nutzen. Darunter auch ein von ihm gehaltener Videovortrag. Diesen Videovortrag, den werdet ihr gleich sehen. Der ist von der Tonqualität her vollkommen okay. Es kann sein, dass die eine oder andere Sequenz da irgendwie nicht vorhanden ist. Es kann also mal sein, dass mal so ein Stolperer kommt, wo es plötzlich mit einem anderen Thema weitergeht. Die Einblendungen dazu, beziehungsweise ich blende euch dazu Bilder ein, die hat er mir ebenfalls zugeschickt, weil wir die so auf dem Video nicht vernünftig sehen können. Das heißt, das Video wurde aus dem Publikum heraus gefilmt und man kann eben diese Einblendungen, die da an so einem Flipchart gemacht wurden, dann hier in dem Video nicht vernünftig nachvollziehen oder teils nicht vernünftig nachvollziehen, so dass ich euch dann entsprechend die Bilder einblende. Der Vortrag ist hochinteressant, kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Zum Abschluss noch eben das Foto, was ihr hier seht. Das zeigt mittig den Martin bei dem Empfang des Preises oder der Ehrung Kavalier der Lüfte 2023. Ich denke, wenn man jahrzehntelanger passionierter Hobbypilot ist und sich auch für Geschichte interessiert, dann ist es wahrscheinlich irgendwann unablässig, dass man sich auch eben mit der Geschichte dieses Fliegerhorstes auseinandersetzt. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, das Videomaterial bzw. auch diese ganzen Bildtafeln hier für mein Projekt nutzen zu können. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Anschauen dieses Videos und sage Film ab. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, hinten kommt auch was an, weil im Vorfeld gefragt wurde, brauchen Sie ein Mikrofon? Ich sage nein, ich war 30 Jahre im Rat, davon die Hälfte auch als Bürgermeister und Ratsvorsitzender. Da muss ich sagen, haben mir die Knie nicht so gezittert wie heute Abend. Diese Vollheit hatte ich in absoluter Weise nicht erwartet. Erstmal schönen Dank für Ihr großes Interesse. Ich bin erschlagen. Vielleicht drei Sätze. Vielleicht drei Sätze zu meiner Person. Ja, fast 66 Jahre alt, seit 1972, aber auch aktiv im Aeroclub Osnabrück. Aber es gibt natürlich direkte Verbindungen zum sogenannten OVFL, Osnabrücker Verein für Luftfahrt. Einige Kollegen, so darf ich sagen, sind heute hier auch anwesend. Und ich freue mich, dass Sie mir ein wenig zuhören wollen. So, ich habe natürlich über Jahrzehnte Unterlagen gesammelt, wobei ich hier als erstes den guten Kollegen, der leider 2010 verstorben ist, Manfred Hermling, vieles zu verdanken habe. Manfred Hermling hat beispielsweise nur zu Ihrer Information diese Dokumentation geschrieben, 1909 bis 2009, ist übrigens im Industriemuseum noch zu haben. Ich konnte ihn damals auch mit viel Bildmaterial unterstützen. Des Weiteren, das, was ich Ihnen heute Abend erzähle, habe ich größtenteils auch aus diesen Heften beispielsweise, die meisten werden es kennen, Achmer zwischen Gen und Hase, und dort hat Dieter Zygode, Angestellter in der Stadt Osnabrück, sehr viel auch zusammengetragen. Ich für meine Person natürlich in den letzten Jahren auch. Ich habe insofern etwas Bedenken heute Abend, weil es sicherlich eine Menge Zeitzeugen hier gibt.
bitte, ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen hier zu schildern. Ich habe den Vortrag so aufgebaut, dass ich 3, 4 Aufnahmen zeige, wo es einfach über die Osnabrücker Fliegerei insgesamt geht. Und dann steigen wir zum Thema Achmer ein, wobei ich, sage ich mal, nun nicht jeden Angriff oder jede Aktivität, die dort geschehen sind, hier wiedergebe. Das würde Wochen dauern, um alles das wiederzugeben. Ich habe bestimmte Dinge herausgesucht, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen noch kennt oder auch vielleicht heute zum ersten Mal hier hört. Bitte lassen Sie sich einfach überraschen. So, darf ich hier im Landkreis Osnabrück bzw. im Umkreis die 3 Flugplätze Hesepe, Vörden, Achmer geplant. Natürlich zunächst mal zu friedlichen Zwecken, ne? Ist ja völlig klar. So, hier haben wir noch eigentlich im Grunde genommen ein aktuelles Foto, etwas eingeordnet, nenne ich das mal, und will ich auch nicht weiter hier erläutern. So, hier ist der Entwurf oder Bau des Flugplatzes. Sie sehen, der ganze Flugplatz bestand aus sogenannten 3 Start- und Landebahnen, ähnlich wie man das heute bei Verkehrsflughäfen auch macht. Die Flieger starten ja in der Regel immer gegen Hauptwindrichtung, beziehungsweise landen auch gegen Hauptwindrichtung. Und bei dementsprechenden unterschiedlichen Winden oder starken Winden war es natürlich immer erforderlich, auch Ausweichbahnen zu haben. So, ich will nur mal einige Dinge, die hier auch nummeriert sind, andeutungsweise erklären. Die Werft damals, das nannte sich Neue Werft, befand sich hier in diesem Bereich. Hier oben, das war die Kfz-Werkstatt, 11 ist die alte Werft, 12, man hatte hier einen Bauhof, hier östlich entlang die Eisenbahn und 13, das sind immer hier diese komisch verzweigten Teile, das waren die sogenannten Abstellboxen für die Flugzeuge, Yachtflugzeuge oder Bomber. Des Weiteren befanden sich an dieser Stelle hier unterirdische Tanks für Treibstoff. Sie können auch hier andeutungsweise erkennen, dass zum Kriegsende geplant war, die Bahn nochmal um 500 Meter zu verlängern. Das hatte den Grund, die Düsinger kamen auf, aber da komme ich im Laufe meines Vortrages auch noch drauf. Was vielleicht auch interessant ist, ist hier noch mal die Kommandantur und hier waren entsprechend die Unterkünfte untergebracht. So, ich habe hier oben noch den Bereich 2 bzw. 1 war die Bauleitung hier oben. 2 will ich im Moment noch nicht erklären, ist gleich innerhalb des Vortrags noch eine besondere Geschichte. Ja, hier sehen wir nochmal den Flugplatz. Das ist beispielsweise, hier kann man das hier unten erkennen, eine Luftaufnahme der Amerikaner vom 19. November 1944, ein Aufklärungsfoto. Zwischenzeitlich waren schon mehrere Bombenangriffe dort gewesen. Man erkennt das hier an den einzelnen Einschlagpunkten. Aber hier deutlich nochmal, hatte ich ja erklärt, hier hinter unterirdisch die Tanklager und hier die entsprechenden Abstellboxen, also Erdwelle, Splitterschutzwelle. Ich deutete ja vorhin an, es gibt in unmittelbarer Nähe natürlich auch die Flugplätze Vörden und Hesepe. Übrigens, genau vor 2 Wochen war ich noch drüber bei plus 14 Grad. Da war es herrlich warm.
Förden habe ich es insofern haken lassen, weil ich plötzlich hunderte Kraniche unter mir hatte. Da bin ich ganz vorsichtig abgebogen, weil die schon unruhig wurden. Aber auch Sie können hier erkennen, ganz deutlich die Dreiecksformen. Hier oben auch Abstellboxen, also auch im Grunde genommen die Schulfliegerei. Hier sieht man eine Focke-Wulf-Weihe, die dort natürlich auch zur Nacht hin entsprechend verankert ist. Also Übungsflüge jede Menge. Eine Junkers W33 mit einem Stellmotor, ich sag mal so Vorläufer Ju-52. Man erkennt das also schon mindestens am Rumpf, diese Wellblechkonstruktion. Und hier haben wir dann die sogenannte Ju-52, auch eine Aufnahme von Achmer. Es tut mir leid, ich habe leider keine besseren Qualitäten. So, bei Schulflügen passiert natürlich auch schon mal, dass man A, vergisst, das Fahrwerk auszufahren oder B, es ist nicht möglich. Hier hat einer eine saubere Bruchlandung oder Notlandung ohne Fahrwerk auf der Graspiste hingelegt. Hier noch einige andere Perspektiven. Eine Junkers 86, auch praktisch schon ein Bombenflugzeug. Vielleicht habe ich zu Anfang auch vergessen zu erwähnen, größtenteils befand sich das KG-2, das Kampfgeschwader 2 in Achmer, und von dort wurden auch größtenteils Angriffe Richtung England geflogen. So, hier haben wir dann die Kommandantur. Ist hier also auch wunderbar zu erkennen, vorhin auf der Gesamtskizze im unteren südlichen Bereich. Ja, den müsste der ein oder andere der Achmeraner Flieger auch kennen. Das ist Willy Turner, der Vater von Georg Turner. Der ist während des Zweiten Weltkriegs aus Versehen in einen laufenden Propeller geraten und dort tödlich verunglückt. So, jetzt kommen wir zu dem Geschehen, was in Westerkappeln gewesen ist. Das möchte ich Ihnen auch ganz kurz vortragen. Eine Sekunde. Und zwar handelt es sich um den 30. März 1942. Ich trage mal ganz kurz vor, nach Angaben von Frau Wilbert war Frau Tollkamp verheiratet mit einem Prüfingenieur, der in der hinter dem Werftgelände befindlichen Prüfleitung tätig war. Deren Aufgabe war es, reparierte Flugzeuge abzunehmen und Prüfflüge durchzuführen. Bei einem dieser Flüge kam es am 30. März 1942 zu einem folgenschweren Unglück. Die an diesem Nachmittag kurz nach 15 Uhr in Achmer zu einem dieser Werkstattflüge gestartete Dornier DOR 217, zeige ich Ihnen nachher auch, hier ist sogar die Kennung bekannt, der 12. Staffel des Kampfgeschwaders 2, befand sich gerade über dem Sennlicher Esch, als offenbar Probleme auftraten. Mit einer scharfen Linkskurve wendete die Maschine und flog wieder zurück in Richtung Westerkappeln. Das Flugzeug verlor jedoch zusehends an Höhe. Ich nehme an, da hat es einen Motorausfall gegeben. Bei zweimotorigen ist es dann schwierig, das entsprechend seitlich auszutrennen. Die Versuche des Flugzeugführers, die Maschine über bewohntes Gebiet hinwegzusteuern, schlugen jedoch fehl und das Flugzeug stürzte in das in der Nähe des Westerkappelner Friedhofs gelegene Fahrrad- und Motorradgeschäft, ich hoffe, das stimmt, Freie, später Klaas, Frie, ich habe es falsch ausgesprochen, ich bitte um Entschuldigung, an der Osnabrücker Straße. In diesem Haus kam die Hausgehilfin Else Beindiek aus Westerbeck ums Leben, während sich die übrigen im Haus befindlichen Personen noch retten konnten. Zu der Flugzeugbesatzung, die dabei ebenfalls getötet wurde, gehörte neben dem Flugzeugführer Leutnant Gerold Buss und dem Bordfunker Unteroffizier
Johann Brömsamle, auch der Ehemann von Lina Tolkamp, der Prüfmeister Fritz Tolkamp. Es gibt noch weitere Motive zu diesem Unglück. Man erkennt hier andeutungsweise noch das Heck. Also meine Damen und Herren, ich bin Ihnen überhaupt nicht böse, wenn Sie mich verbessern. Ich mache das einfach hier nach bestem Wissen und Gewissen, wenn ich da irgendetwas Falsches erzähle. Also das Haus ist ganz schön zerstört, da hätten also noch wesentlich mehr Leute umkommen. In der Flugzeughalle selbst sind jetzt hier die 3 Besatzungsmitglieder aufgebahrt und zur sogenannten Beisetzung eine Do 217 ist hier vorne zu erkennen. Hier nochmal kondoliert, ich weiß nicht, ob es der Forstkommandant ist, der Familie. Und auch entsprechende Ehrenformationen. Aber auch hier ist zum Beispiel schon erkennbar, Entschuldigung, die Tarnung. So, wir kommen jetzt, haben Sie ja sicherlich alle schon gehört, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Es gab Rundfunkmeldungen, wo es dann hieß, Prima Donna meldet. Ganz Deutschland war in sogenannte Planquadrate aufgeteilt und wenn das Planquadrat Gustav Quelle genannt wurde, dann war das der Osnabrücker Bereich. Also Maschinen im Anflug auf Gustav Quelle war Landkreis Osnabrück, dann wusste hier jeder Bescheid, dass in der nächsten Viertelstunde, nächsten 20 Minuten die Bomberströme hier vorbeigingen. Die ersten Bomben sind dann auch im Sommer 1944 gefallen, und zwar in der Nähe eines Hauses an der Westerkappelner Straße, wobei, ich sage mal, die Aufnahme qualitätsmäßig nicht gut ist, aber hier erkennt man das Bombenloch. Selbst auf dem Flugplatz Achmer sind aus der Luft noch zahlreiche Löcher zu erkennen. Besonders krass ist es beispielsweise auf den Nordseeinseln. Ich zeige das immer gerne meinen Gästen, wenn wir beispielsweise in Wangerooge starten, dann fragen die immer, Mensch, was sind das da unten für schöne, runde Feuchtbiotope? Ist natürlich voller Wasser, sind auch in Wirklichkeit heute Feuchtbiotope, aber das sind ehemalige Bombentrichter. Gab es da mehrere auf dem Kappel? Ja. Am 8. April 1944 wird der Flugplatz Achmer erstmalig auch angegriffen. Zu Anfang hatte ich Ihnen ja ein Foto gezeigt, wo Kondensstreifen zu sehen sind. Dies ist eine Aufnahme über Achmer, wo man also diese Kondensstreifen sieht. Diese Aufnahmen habe ich von einem Dr. Könniges bekommen aus Iburg. In anderen Dokumentationen steht zum Beispiel Foto Lampe. Also, ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Beide waren beim sogenannten Reichsarbeitsdienst und waren damals auf dem Flugplatz entsprechend tätig. Hier erkennt man von Weitem, dass auf dem Flugplatz in Achmer 3 Flugzeuge brennen. Der Reichsarbeitsdienst hatte dann natürlich nichts Besseres zu tun und hat gleich die entsprechenden Bombenlöcher wieder verfüllt. Wichtig war ja, dass die Start- und Landebahn schnell wieder aktiviert wurde. Die Gebäude rechts sieht man auch, dass die auch teilweise zumindest durch den Luftdruck der Explosion schwer beschädigt wurden. Ja, hier kann man auch entsprechend den Arbeitseinsatz des Reichsarbeitsdienstes im März 1944 erkennen.
Naja, Mittagspause muss natürlich auch sein. Also alles Originalaufnahmen von dem Flugplatz Achmar. Bei einem Angriff am 8. März, von dem wir ja gerade gesprochen haben, werden natürlich auch amerikanische Maschinen abgeschossen. In diesem Falle ist es die Verlustmeldung von Martelsheim Hess gestartet, der gute Mann, von Henry Justus. Henry Justus hat eine amerikanische Thunderbolt, eine P-47 geflogen, die abgeschossen wurde. Und interessant ist hier auch dran zu sehen, dass er auf dem Achmar Airfield auch in der Reihe 1 Grab 65 beigesetzt wurde. Ein besonderes Thema im Laufe meines Vortrags. Die Maschine sah natürlich folgendermaßen aus. Das ist praktisch nur noch der Rumpf, der dort zu sehen ist. Die Maschine liegt am Kanal. Heute wissen wir genau, welche Typennummer, welche Kennung, welcher Pilot in der Regel. Bitte? Das ist mehr oder weniger notgelandet, aber der ist derart aufgeschlagen, da sieht man ja, dass er dabei getötet wurde. Nachts kamen ja in der Regel die Engländer und haben die deutschen Städte bombardiert. Nachts sind auch die englischen Moskitos hier im Tiefflug herumgeflogen und haben Luftaufklärung gemacht. Und wie der Zufall es will, eine Moskito ist beispielsweise, hier haben wir den Flugplatz Achmar wieder, nördlich des Platzes in dieser Ecke hier abgeschossen worden. Wir haben vor einigen Jahren versucht, diese Absturzstelle zu finden. Und wir haben sie gefunden. Und hier nochmal zu dem Flugzeugtyp. Das ist eine Moskito. Die Engländer sagten auch Mossi dazu. Moskito war größtenteils aus Holz. Heute würde man fast sagen, ein Stealth-Fighter, also kaum vom Radar zu erfassen. Natürlich, die Hauptstrukturteile waren auch aus Metall, aber das meiste war geschichtetes Holz. Und der Name Moskito kommt daher, weil man sie sehr hochtourig am Himmel hörte. Ähnlich als wenn heute in großer Höhe eine Turboprop-Maschine irgendwo lang saust. So ein Pfeifen. Und sie waren auch sehr schnell, in der Regel auch 50 bis 80 km/h schneller als deutsche Yachtflugzeuge. Also zur Nachtaufklärung auch eingesetzt. Hier haben wir nochmal eine Vorderansicht. Konzentrieren Sie sich gleich mal auf diese Propellerblätter. Als wir nämlich so ein Propellerblatt gefunden haben, dort dachten wir zuerst an eine B-17, aber es hat sich alles entsprechend bestätigt. Hier sehen Sie die Maschine nochmal. Übrigens, eine restaurierte fliegt in England wieder, haben sie 8 Jahre restauriert, also noch flugfähig in England zu sehen. So, dann findet man beispielsweise so ein Metallteil. Dann weiß man natürlich nicht, wozu gehört das markanten doppelten Seitenleitwerk. Hier die DO 270, das ist die Maschine, die hier abgestürzt ist, der Typ. Ich habe versucht, anhand der Kennung vielleicht noch ein historisches Foto zu finden. Ist mir bis heute nicht gelungen, kriege ich aber auch noch. Und das nur nebenbei. Auch hier sieht man entsprechend das doppelte Seitenleitwerk. Hier hinten, ich will nicht zu technisch werden, sind auch sogenannte Spreizklappen. Das konnte ähnlich wie die Junkers 87 Stuka senkrecht auf das Ziel hinabstoßen. Also das sind die Bombenflugzeuge, wie sie in Achmar im Einsatz waren. Es gibt auch Angaben, dass dort zeitweise, warum auch immer, Junkers Ju-87 Stukas stationiert waren. Ich denke nur zu Schulungszwecken. Vielleicht ein Hinweis an Sie, die Firma Karmann in Osnabrück hat diese, wir Flieger sagen, Pushen, also etwas aerodynamischen Verkleidungen in Osnabrück gefertigt.
Hier haben wir die Junkers Ju-88, die in großen Bomberströmen dann auch von Achmar Richtung beispielsweise London geflogen sind. Hier eine Messerschmitt Me 109, die letztendlich auch mit dem Yachtgeschwader 27 in Achmar waren. Ich habe bewusst mal dieses Foto herausgesucht. Sie sehen, wie schwierig auf so einer schlechten Piste die Landung mit diesem Flieger ist. Also das, und dann ist das sowieso so eine seltsame Fahrwerksanordnung. Ich weiß nicht, alleine durch Fahrwerkbruch in der Sowjetunion, wie viele Maschinen dort verloren gegangen sind. Die Focke-Wulf 190 war in den letzten Jahren ebenfalls in Achmar teilweise stationiert. Vor allen Dingen auch das Yachtgeschwader 54 Grünherzgeschwader, die dann auch in Quakenbrück waren. Die Quakenbrücker haben dann, wenn Osnabrück angegriffen wurde, die Bomber entsprechend versucht abzuschießen. Ja, ganz besonders, das wissen Sie auch, war natürlich die Messerschmitt Me 262, die 1944 auch schon von Achmar aus gestartet sind. Dazu kommt gleich nochmal eine extra Geschichte. Hier wird das mit so einem kleinen Raupenschlepper bewegt, das Gerät, und der Mann mit der Stange wuchert. Normalerweise machen wir Flieger das ja auch mit den Füßen, mit dem Seitenruder. Auch teilweise noch in Achmar stationiert die Arado 234. Dort hat man nach Aufräumarbeiten vor einigen Jahren, hat Manfred Hermeling, den ich ja vorhin zu Anfang erwähnte, noch ein Seitenruder davon entdeckt. In Achmar, Gott sei Dank schon mit diesem festen Fahrwerk oder eingebauten Fahrwerk. In Rheine hatte man so einen dreirädrigen Karren, nenne ich es mal, wo man mit gestartet ist, abgeworfen hat und dann letztendlich auf einer Kufe wieder gelandet ist. Also am Boden nach der Landung zunächst einmal sehr unbeweglich war. Ja, was auch da war, war die P111 in größeren Stückzahlen. Auch die war mit den Ju-88 oder mit den Dornier an den Angriffen in England beteiligt. Was mich natürlich besonders interessiert, ist diese Geschichte. Das ist auch wieder eine Do 217, aber Sie sehen, hier ist ein großer Zusatztank zu sehen, aber hier hängt so ein seltsames Gerät darunter. Das ist eine HS 293 und das soll auch hier in Achmar gewesen sein, die Henschel 293. Das war eine sogenannte gesteuerte Gleitbombe. Die hatte 500 Kilogramm Trialen, also Sprengstoff, an Bord. Dann lag hier vorne einer auf dem Bauch drin und hat dann mit einem kleinen Steuerknüppel die kleine ferngelenkte Bombe aufs Ziel gesteuert. Brückenköpfe, Schiffe hat man beispielsweise. Kommandeur des hiesigen Yachtgeschwaders, wo die Me 262 eingesetzt wurde. Die Me 262 war extrem schnell, flog natürlich jedem anderen Yachtflugzeug weg, aber bei Start und Landung äußerst schwerfällig. Die Beschleunigung nicht mehr, wie man das heute bei Yachtflugzeugen kennt, extrem hoch, sondern es dauerte. Und die englischen und amerikanischen, hauptsächlich die amerikanischen Yachtflugzeuge, hatten immer ungefähr eine Ahnung, wann in Achmar wieder gestartet wurde und, wie heißt es so schön, lagen in Lauerstellung. Am 8. November, jetzt muss ich lügen, 1944, ist Nowotny auch mit mehreren Kameraden mit der Me 262 gestartet. Es gibt verschiedene Varianten, was nun im Einzelnen geschehen ist. Ich kenne nur die Variante, es soll hier noch so einige Originalteile geben, wobei vor einigen Jahren
man an der Absturzstelle auch unrechtmäßig, so sage ich mal, gebuddelt hat. Dort ist also auch noch einiges zutage gekommen. Auch darf ich in diesem Kreis sagen, auch noch menschliche Überreste. Es ist nicht so gewesen, dass er, sag ich mal, komplett dort weggenommen wurde. So, das ist die Gedenkstätte und das ist in Wien das Grab von Walter Nowotny, wobei das bis vor einigen Jahren noch ein Ehrengrab war und im Laufe der uns sicherlich bekannten Diskussionen heutzutage ist dieses Ehrengrab aberkannt worden. Wir sind wieder in Achmar. Dieser junge Mann stürzte am 11.01.1944 über Hagen, über meine Gemeinde Hagen am Teutoburger Wald ab. Jetzt werden Sie fragen, was hat das mit Achmar zu tun? Folgendermaßen. Als ich begann, Flugzeugabstürze, sag ich mal, entsprechend herauszufinden, ich habe hier zum Beispiel mal ein Buch, halte ich mal hoch, Bomber Losses der Engländer, das ist nur der Jahrgang 1944. Da sind sämtliche Abstürze drin enthalten, auch beispielsweise vorhin der Absturz der Mosquito. Und überall, es gibt ja auch 2 Flugzeuge, englische Flugzeuge, die in Hagen abgestürzt sind, immer steht in diesen Berichten Absturzort Achmar. Konnte ich mir nie erklären. Bis dass ich dann auf den Trichter gekommen bin, die sterblichen Überreste der alliierten Flieger, der Engländer, der Amerikaner sind zunächst in Achmar beigesetzt worden. Dort gab es einen Gefangenenfriedhof bzw. Fliegerfriedhof und dieser Mann, der war Navigator in einer B-17, die über Hagen explodiert ist. Ich habe vor Jahren dieses Foto erhalten. Ich habe mich nur gefragt, wieso hat der ein privates Foto dabei? Sämtliche, weiß nicht, ob es bei den Engländern auch so war, sämtliche amerikanischen Flieger hatten ein Zivilfoto dabei. Falls sie sich absetzen konnten, hatten sie entsprechend, sag ich mal, ein ziviles Foto und konnten sich einen Ausweis basteln. So, und dann habe ich gefragt, da sind wir etwas zu weit, da habe ich dann geschaut, Davis, dass der Name passte zu einer Bomberbesatzung, die über Hagen heruntergefallen ist. Und da steht hier nochmal eine Zahl drunter, 332, 569, 15. Das ist seine Kennmarkennummer. Und darunter, das ist die 532. Bombergroup. So, und jetzt kommt das nächste Foto. Die Nummer taucht jetzt hier auf. Nicht? Er ist also in Achmar, Reihe 1, Grab 36 beigesetzt worden. Und das war für mich dann der entsprechende Beweis. Wir hatten vorhin schon mal diese Zeichnung. Hier wollte ich nur mal auf nördlich des Kanals zeigen. Dort waren, sag mal, teilweise russische Gefangene untergebracht, aber davor lag auch ein Friedhof. Ja, das Foto kann man hier sehr schlecht erkennen. Ich habe das nochmal etwas besser. Schauen Sie sich mal den Platz nach einem an. So, hier haben wir das ganze Gebilde nochmal. Hier also das sogenannte Gefangenenlager und hier der sogenannte Friedhofsbereich. Hier nochmal eine Ansicht von Süden und hier im Vorfeld sind die Gräber der alliierten Piloten. Alle, Engländer wie Amerikaner, sind nach dem Zweiten Weltkrieg umgebettet worden. Die Engländer in unserem Bereich in der Regel nach Kleve, Reichswald. Amerikanische Soldaten werden grundsätzlich nicht in Feindesland
belassen. Aber in der Nähe von Osnabrück, nachdem alle Besatzungsmitglieder heile rausgekommen sind, alle Zähne entsprechend notgelandet. Das Tolle an dieser Sache ist, die Kennung ist hier wunderbar, die Nummer wunderbar zu erkennen. Im Vordergrund steht immer eine 4, die ist da nie drauf gemalt worden, aber dann kann man den Bomber genau zuordnen. In diesem Fall ist Folgendes passiert: Die sind auch größtenteils bis Bramsche mit dem Fallschirm abgetrieben worden und ein Besatzungsmitglied ist dabei gewesen, sind alle 3-4 Tage später gefasst worden, hatte einen jüdischen Namen, man weiß nicht, wo er beerdigt ist, er ist umgebracht worden. Dazu nochmal, wenn im Landkreis Osnabrück Flugzeuge abgestürzt waren, kam das Räumkommando von Achmar. Hier geht es auch um den Bomber, das ist leider sehr schlecht hier zu erkennen. Man hat also noch Taschen und solche Dinge gefunden, die man an der Kommandantur abgegeben hat, beziehungsweise den Leuten, die zur Gulag nach Wetzlar geschafft wurden, ins Gefangenenlager, nachgeschickt. Ja, das sind zum Beispiel auch zwei Amerikaner, die ich jetzt zeige. Das ist The Sweet. Die beiden sind auch über oder in der Nähe von Achmar mit der Mustang abgestürzt. Ich hatte gestern noch einen Bericht, wo 3 Mustangs im absoluten Tiefflug den Platz angegriffen haben. Und der eine ist so tief gekommen, dass er natürlich mit seinem Propeller die Bahn berührt hat und entsprechend in die Halle gerutscht ist und dort explodiert ist. Das ist McLean von der 364. Fighter Group, aber das nur nebenbei. So, ich hatte Ihnen ja vorhin gezeigt, das Gefangenenlager bzw. der Friedhof. Aber hier ist auch so etwas Seltsames zu erkennen. Das ist ein, ich nenne das mal, riesiger Sandhaufen. Denn um die Waffen zu justieren der einzelnen Maschinen, hat man die entsprechenden Flugzeuge hier aufgestellt, hinten aufgebockt, hat dann in diese Sandgrube geschossen und hat die entsprechenden MGs oder Maschinenkanonen justiert. So, hier haben wir dann auch nochmal eine sogenannte Scheibe, was können eine Holzscheibe, dort wurden der Magnetkompass, eine sogenannte Kompensierscheibe nannte sich das. Das ganze Flugzeug wurde dort draufgestellt und konnte gedreht werden. Und ein Magnetkompass, so wie wir es auch im Flugzeug, im Sportflugzeug haben, durch den Motor gibt es ja leichte Fehlweisungen. Das kann man durch magnetische Kompensierstäbe wieder ausgleichen. Nicht, das war also ein Kompensierstand. Ja, hier haben wir nochmal eine komplette Übersicht. Ja, ich wollte eigentlich diesen Bereich zeigen hier oben. Dort waren jede Menge Kaninchenställe. Dort hat man Angora-Kaninchen gezüchtet und das ist hier das Foto. Und dort ist auch links mit dem Hut der Platzlandwirt Wilhelm Koch zu erkennen und rechts der Vorarbeiter Wilhelm Kneuper. Die entsprechenden Angora-Wolle, sage ich mal, hat man für Fliegerkombinationen genutzt. Natürlich nicht nur für die Fliegerkombination der Achmaraner-Piloten. Ja, dieses Foto habe ich auch nochmal herausgesucht. Das ist am 01.01.1945 entstanden. Da war hier in der Gegend, ich nenne das mal, der Bär los. Ich erzähle auch gleich warum. Sie sehen, das Ganze ist hier auch etwas weiß. Es hatte also geschneit, es war auch kalt, 3, 4, 5 Grad minus. Es zeichnen sich hier ganz deutlich auch die Bahnen ab, wo der Schnee drauf liegt. Am Nachmittag vorher ist beispielsweise bei uns in Orbeck
eine V2 heruntergefahren. Jetzt fragen Sie, wo kommt die denn weg? Die ist in Dahfeld westlich von Münster gestartet und versehentlich auf Gegenkurs gegangen. Könnte ich jetzt auch einen ganzen Vortrag darüber halten, wobei wir vor genau einem Jahr diese Startstellen in Dahfeld besucht haben. Das sind heute praktisch nur noch so kleine befestigte Betonstellplätze irgendwo da im Wald. Und an dem Tag waren die Amerikaner, habe ich gerade neulich den Vortrag noch drüber gehalten, mit ferngesteuerten B-17 unterwegs. Das Projekt nannte sich Aphrodite. Es ist jemand mit einer B-17 gestartet, die vollgepackt war mit 3,5 Tonnen Sprengstoff. Nachdem er die englische Küste verlassen hat, ist er rausgesprungen aus dem Flugzeug. Eine zweite B-17 war schon ständig dahinterher, hat das Ganze ferngesteuert. Und es sollte dann in Hamm auf den Bahnhof gesteuert werden. Man hat aber festgestellt, am Dümmer schon schlechte Sicht, dann sind zwei Maschinen, zwei ferngesteuerte Maschinen Richtung Oldenburg geflogen. Gibt es auch Aufnahmen, da wollte ich heute natürlich nicht weiter darüber berichten. Aber das ist alles am gleichen Tag entsprechend passiert. Und es gab das sogenannte Unternehmen Bodenplatte. Auf sämtlichen noch intakten deutschen Militärflughäfen sind die Yachtflieger gestartet Richtung Niederlande, Belgien, Frankreich und haben dort Flugplätze angegriffen. Natürlich auch unter vielen großen eigenen Verlusten, aber das war so das letzte Aufbäumen. Ja, dieses Foto habe ich nur mal rausgesucht, weil man das, die Flieger wissen das hier, die Anwesenden, natürlich auch sehr genau zu deuten. Hier läuft wieder die Eisenbahn entlang. Hier sieht man die Hase, die unter dem Kanal, dem Düker, durchfließt. Und hier, was ist hier los? Hier geht der Stichkanal nach Osnabrück. Also da hat sich bis heute nichts dran geändert. Dieses Foto habe ich herausgesucht. Vielleicht weiß einer von Ihnen eine Antwort darauf zu sagen. Auch das ist jetzt im Frühjahr 45 gemacht worden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand auf das Negativ oder auf das Bild was drauf gemalt hat. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie da einen Splittergraben gezogen haben, dass man schnell darin verschwinden konnte. Ich konnte es bis heute nicht ganz deuten. So, der letzte Angriff, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich will nicht immer auf meinen Zettel hier gucken, war der 28. März 1945. Und dies sind jetzt Aufnahmen, die in Georgs Marienhütte Richtung Bramsche gemacht worden sind. Man sieht ja also schon diese entsprechenden Markierungen in der Luft und hier auch von Zielmarkierungen. Hier sieht man den Kilometer, Georgs Marienhütte vor einigen Jahren erst gesprengt. Und dort auf dem Lammersbrink sind also Leute, die sich das aus riesiger Entfernung eigentlich anschauen. Aber man konnte auch dort, das brauche ich Ihnen nicht erläutern, jeden Bombeneinschlag und jede Erschütterung hören und sehen. Ja, dieses habe ich nun zufälligerweise in den letzten Tagen noch gefunden. Es gab auch diverse Flakstellungen, da will ich jetzt nicht einzeln drauf eingehen. Meistens machte man sowas ja in Verlängerung der Bahn. Später machte man das ja mit Raketenstellungen. Und auch hier das Ganze ist getarnt und wenig zu erkennen. Am 2. April 1945 sind bei uns in Hagen die Engländer, wie das so schön heißt, durchgezogen. Und ich hätte fast gesagt, eine Woche später waren auch die Engländer auf dem Flugplatz Achmau und haben dort diese Zeltstadt errichtet. Auf dem Flugplatz waren dann zeitweise der
das 98. Squadron ist das, waren dort mit sogenannten B-25 Mitchell vertreten. Das waren auch sehr schnelle zweimotorige Bomber, wie sie zum Kriegsende eingesetzt wurden, hauptsächlich in kleineren Gruppen, um Bahnanlagen, Bahnhöfe oder sonstige Verkehrsknotenpunkte anzugreifen. Am 8. Mai, also etwas später, kommt plötzlich eine mit deutschen Soldaten besetzte Focke-Wulf 200 aus Norwegen und landet dort. Also, die haben sich die Mühe gespart, zu Fuß nach Hause zu gehen. Die hatten das große Glück, dass diese Maschine noch flugfähig war und sind natürlich dort gleich in Gewahrsam genommen worden. Übrigens wird bei Airbus in Bremen jetzt eine Focke-Wulf 200, die man aus einem Fjord in Norwegen gefischt hat, wieder restauriert. Hat dauert aber noch mindestens 15 Jahre. Ich habe die Teile dort schon sehen dürfen. So, auch ein schlechtes Foto. Hier sieht man jetzt eine Bahn, eine Landebahn. Schauen Sie mal, links und rechts, überall noch Bombenlöcher. Nicht unser Lande mal, hier steht jetzt eine Mitchell, da auch eine Abstellbox. Nicht? Das war natürlich auch ein entsprechendes Unterfangen. Hier nochmal, damit Sie wissen, was das für Typen waren, das war eine B-25 Mitchell. Die war natürlich schwerstens bewaffnet, da sind also die da sind die deutschen Jagdflieger auch nicht rangegangen. Ja, hier haben wir nochmal die Truppe, die wussten, da machen wir vor Langeweile auch nicht, was sie machen sollten, Fußballmannschaft gegründet. Hier hat man einige Zusatztanks dazu benutzt. Ich höre das von vielen, vielen Zeitzeugen, die dann kleine Boote daraus gebaut haben. Da sind die auch entsprechend am Kanal aktiv. Es gab auch 1945 mal eine ziemlich nasse 14 Tage oder 3 Wochen, da sitzen also halberlei abgesoffen in ihrem Zeltlager. Und damit man überhaupt was zu tun hat, gab es natürlich auch hier am 26. Juni eine Parade. Hier sieht man im Hintergrund wieder die Mitchell stehen. Ja. Ich musste daran denken, meine letzte Wehrübung, da gab es sowas Ähnliches, auch in Achmut. Natürlich jetzt um Himmels Willen kein Vergleich, aber komisch, man muss dann daran denken. Da war dann anschließend auch eine Parade. Ja, dies ist zum Beispiel noch ein ganz interessantes Foto. Ich bin hier in Belm, hier geht heute die B51, hier ist die Bahnlinie Richtung Osnabrück-Bremen und hier sind jetzt B20, das sind auch zweimotorige, schwer bewaffnete Bomber unterwegs. Es ist natürlich schon entsprechend Kriegsende, wir sprechen hier vom 12. Mai 1945, aber auch ein tolles Dokument. Ich sagte ja, die entsprechenden Maschinen flogen dann entsprechend Bahnlinien an, um gegebenenfalls zu zerstören. Das ist noch ein Relikt, was man heute noch in Achmau findet. Was ist das? Ein Ein-Mann-Bunker. Kann man heute dort noch entsprechend sehen. So, das ist ein ganz besonderes Foto aus der Gemeinde Hagen. Auch Anfang 1945, aber muss auch im Achmeramener Bereich gewesen sein. Und so müssen Sie sich das auch vorstellen, haben dann letztendlich die restlichen Me 262 dort am Platz gestanden und sind auch peu à peu ausgeschlachtet worden. Es gab zum Kriegsende, und zwar am 28. Februar 1945, folgendes Ereignis. Es wurden 2 Hawker Tempest oder Typhoon im Bogter Raum abgeschossen. Beide Piloten konnten dort sicher landen, sind unverletzt ausgestiegen und sind gefangen genommen worden. Das Schlimme an der Geschichte ist, die sind abgeführt worden
und hinterrücks erschossen. Nach dem Kriege hat man die Täter ermittelt. Es hat in Osnabrück auch eine Gerichtsverhandlung gegeben und die Engländer haben ein Urteil gesprochen, das dann letztlich lautete Hanged, aufgehängt. Die beiden sind in Hameln praktisch aufgehängt worden. Namen tun heute hier nichts zur Sache, sind bekannt. Und es gibt in Hameln einen sogenannten Friedhof, wo solche Deutsche oder andere, die solche in Anführungsstrichen Verbrechen begangen haben, beigesetzt sind. Nochmal eben ein paar kurze ausleitende Worte quasi. In dem Bericht habt ihr unter diesem einen Flugzeug, dessen Modellname ich jetzt auch nicht parat habe, ich bin halt nicht so der mega Flugenthusiast. Dieses Ding habt ihr da auf jeden Fall drunter gesehen. Ja, wo es jetzt herkommt, kann man da vorne lesen. Ich wollte nur eben einmal Bezug nehmen auf das, was wir da gerade gesehen haben. Ich habe während des Schnittes festgestellt, dass doch mehr kleine Teile oder Dinge im Video einfach fehlen. Das Material liegt mir nicht vor. Die Videospur war quasi in 1. Also wer das mal geschnitten hat, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo das Material ist. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm, weil ich glaube, dieser Vortrag hat sehr viel transportiert, hat auch tolle Informationen beinhaltet. Von daher denke ich, können wir mit dem Ergebnis, was ich hier zusammengeschnitten habe, durchaus zufrieden sein. Und ihr dürft euch jetzt eben auf die entsprechenden Teile freuen, die ich euch dann zeigen werde. Also die weiteren 3 Teile dieses Fliegerhostes in Achmar. Und den Dingen, die man da eben heute noch sehen kann. So, und damit beende ich jetzt auch das Video. Wenn euch das Ding hier gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, gebt dem Video ein Like, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns dann eben entsprechend beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.